Ich zeige euch heute ein klassisches Omelett, so wie man es in der französischen Küche macht. Außen zart und innen schön cremig. So, und natürlich kommt es bei einem Omelett immer auf den Geschmack an. Es gibt nicht das eine perfekte Omelett, sondern es gibt verschiedenste Macharten. Manche machen Zwiebeln und Speck mit rein, Schinken etc. So kennt man es oft aus dem Hotel. Ich möchte euch heute aber die etwas feinere Variante zeigen, die man in der französischen Küche lernt. So, und dafür brauchen wir Eier. 3 Stück, das ist immer die Menge für ein klassisches Omelett. 3 Eier rein. So, und tatsächlich werden wahrscheinlich viele denken, so ein Omelett ist super einfach zu machen. Aber ich sage euch eins, das ist technisch mit eins der schwierigsten Sachen und viele Köche beherrschen das nicht richtig. So ein paar Sachen muss man einfach beachten, simple Dinge, und zwar, hier geht es schon los, womit verquirle ich mein Ei? Das hier ist das absolut falsche Werkzeug, denn was wir wollen das Ei gut verquirlen, aber keine Luft reinschlagen. Und deswegen ist die Gabel genau das Richtige. Ein bisschen Salz, und jetzt hier beim Salz ist es wichtig, das mache ich gleich erst rein, wenn ich es ein bisschen angeschlagen habe. Wenn ihr das zu früh reingebt, also wenn ihr das Ei noch länger stehen lasst, dann wird das nachher ein bisschen wässrig, euer Omelett eventuell. Pfeffer kann direkt rein, wenn ihr möchtet, ein bisschen. So, und jetzt ist es wichtig, dass wir das gut schlagen, das Ei, bis keine Fäden mehr da sind. Das muss schön glatt sein. Ja, wenn das noch so runterklumpt, ist es nicht richtig. Ja, wenn das so glatt hier runterläuft durch die Gabel, dann ist das genau richtig. Jetzt gebe ich mein Salz dazu. Nochmal umrühren. So wie man hier sehen kann, das läuft jetzt wunderbar. Hier ist zwar auch ein bisschen Luft drauf, aber wenn ihr das mit einem Schneebesen macht, dann habt ihr viel mehr Luft da drin und das wird dann wie ein Soufflé eher und verliert seine Cremigkeit. Deswegen Gabel. So, dann machen wir uns die Pfanne heiß. Ich empfehle euch, nehmt eine vernünftige, beschichtete Pfanne. Welche ich verwende, findet ihr unten in der Beschreibung, denn sonst macht ihr euch das Leben schwer. Ein gutes Omelett ist schwer genug zu machen. So, da rein machen wir gleich ein Stück Butter. Und Butter ist hier wirklich das Beste, was ihr nehmen könnt. Öl funktioniert nicht so gut. Also funktioniert auch, aber ihr kriegt nicht dieses schöne cremige Ergebnis, was wir hier haben wollen. Vielleicht ein klein bisschen, viele. So, und die muss jetzt einmal richtig aufschäumen. Das ist übrigens so ein Omelett, das werdet ihr selten in einem Restaurant kriegen. Ich habe das auch erst tatsächlich in Frankreich gelernt, als ich da in einem Sterne-Restaurant gearbeitet habe. Da mussten wir das so für Roomservice machen. Aber ich mag, wie gesagt, auch ein schönes angebratenes Omelett. Wenn das außen schön braun ist, finde ich auch super lecker. Nur das ist wirklich was ihr unbedingt mal probieren solltet. So, wenn die Butter aufgeschäumt hat, dann drehen wir die Hitze etwas runter. Und jetzt muss es wirklich schnell gehen. Also Ei rein komplett. Und jetzt immer rühren. Wir wollen hier wie beim Rührei kleine Stückchen haben, keine großen Stückchen. Am Rand. Hitze jetzt runterdrehen. So, und das reicht schon fast hier. Ist jetzt noch leicht flüssig und genauso soll das sein. So, und jetzt rollen wir das hier auf. Und ganz wichtig ist, dass ihr es von eurem Körper wegrollt, denn sonst wird es nachher wirklich schwierig werden. Ja, wir machen das am besten so halbmondförmig. So, und jetzt einmal hier auf den Griff schlagen, dann rutscht das vorne nämlich nach vorne. So, und jetzt können wir das auch hier schön einschlagen. So, und jetzt wollen wir keine Hitze mehr haben, damit das nicht bräunt. Dann Teller gleich. Dann greifen wir die Pfanne von hier unten und lassen das da vorsichtig raufgleiten. Ja, und fertig ist ein wunderschönes Omelett. Da könnt ihr jetzt für den Glanz, wenn ihr wollt, noch ein kleines bisschen Butter oben drüber streichen. Traumhaft. Ich schneide mir da noch ein klein bisschen frischen Schnittlauch. Den habe ich heute Morgen extra noch aus dem Garten geholt.
So, ich habe mir jetzt hier noch ein schönes Ciabatta-Brot dazu gemacht, ein klein bisschen Salat und dann habt ihr ein richtig leckeres Essen. Nicht nur Frühstück, das kann auch ein schönes Mittagessen sein oder ein schnelles Abendessen. So, und jetzt gucken wir mal da rein, ob das auch cremig geworden ist. So, ich würde sagen, das schaut gut aus. Für meinen Geschmack ist das genau richtig. Jetzt probieren wir das mal. Super lecker. Also, ich sage euch, so ein Omelett habe ich seit Jahren selber nicht mehr gemacht. Das ist so schön cremig innen drin. So, und was natürlich auch lecker ist ein gutes Brot. Das Ciabatta-Video, das verlinke ich euch. Das habe ich erst im letzten Video gemacht. Mit einfach ein bisschen Schnittlauch drauf. Da habt ihr alleine schon ein Highlight. Also ganz ehrlich, das ist so was von lecker. Ich übertreibe nicht, probiert das unbedingt aus. Wahrscheinlich wird euch das erste nicht unbedingt gleich so gelingen. Vielleicht auch das zweite und dritte nicht. Es ist ein bisschen Übungssache, aber ihr werdet mit jedem Mal besser. Und dann wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, das ist einfach richtig, richtig gut. Und wenn ihr mich jetzt fragt, ist das perfekte Omelett? Dann muss ich sagen, ein klein bisschen Luft ist da noch nach oben. Das könnte ein bisschen glatter sein. Das müsste eigentlich perfekt glatt sein. Und man muss einfach ein bisschen Übung haben. Und ich wollte jetzt nicht schon wieder 30 Eier verarbeiten und 10 Omelett machen. Denn bei meinem letzten Eggs-Benedict-Video habe ich so viel Eier gegessen, dass mir das jetzt hier gut genug ist. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kanal gerne abonnieren, dann verpasst ihr keines meiner Rezepte mehr. Und damit sage ich Tschüss. Achso, und Daumen hoch gerne noch. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.